Geschichte unseres Trinkwassers auf dem Lindenberg. Wir beginnen die Geschichte heute im Jahre 2016. Zu diesem Zeitpunkt haben die Politiker beschlossen, dass auf dem Lindenberg im Bereich Vitzkirch Beinwil ein Windpark von 10 Anlagen erstellt werden soll. Mit Anlagen mit Nabenhöhe über 100 Meter und Leistungen von 3000 Kilowattstunden. Wenn diese Anlagen auf dem Lindenbergrücken installiert werden, dann werden Fundamente in 30 Meter Tiefengröße erstellt. Es werden pro Anlage 3000 Tonnen Betonstahl in diese Fundamente gegossen. Es werden eine Stellfläche von 7000 Quadratmeter belegt, das entspricht einem Fußballfeld. Und am Schluss stehen 10 Giganten mit je 7000 Tonnen Gesamtgewicht auf unserem Land, sprich unseren Grundwasservorkommen. Wir blättern nun in der Geschichte 120.000 Jahre zurück. Damals bedeckten riesige Eismassen das Mittelland. Es ragten lediglich einzelne Landpartien aus diesen Eismassen hervor. Wir sehen auf der linken Seite die Geschichte dieser Eismassen, beginnend bei 120.000 Jahren und endend bei 20.000 Jahren. Eingekreist auf dieser Karte sehen wir den Bereich des Lindenbergrückens. Wir sind in der Zeitachse nun auf einem Punkt 20.000 Jahre vor unserer Zeit angelangt. Sie sehen hier die Landeskarte der Schweiz in dieser Zeit mit den Eismassen, die das Mittelland bedeckten. Und wir sehen hier den Lindenberg, auf diesem Lindenberg mit dem Pfeil angezeichnet im Koordinatenpunkt 862. Den werden wir in unseren Betrachtungen in sämtlichen Videoclips immer wieder antreffen. Der Lindenberg, der Albis und der Uetliberg waren auch zu dieser Zeit eisfrei. Es bildeten sich rund um die Ränder dieser Bereiche Seitenmoränen dieser Gletscher und es befindete sich ein Auffangbecken für Wasservorkommen. Auf dieser Ansicht sehen wir die Hydrovulnerabilitätskarte der Schweiz. Die Vulnerabilität ist die Beschreibung der Verletzlichkeit und der Vorkommen von Grundwasservorkommen und von Gewässervorkommen in der Schweiz. Sie ist die Richtlinie für die Planungsbehörden. Sie sehen unten noch die bessere Erklärung aus Wikipedia, die Sie sich selbst kurz anschauen können. Wir sehen nun eingekreist einen Kartenausschnitt, der uns, wenn wir auf die nächste Folie schauen, den Bereich des Lindenbergs etwas größer anzeigen wird. Wenn wir nun die Karten miteinander vergleichen, so sehen wir nun auf der linken Seite den maßstabgetreuen Auszug der Eiskarte und auf der rechten Seite den maßstabgetreuen Auszug der Vulnerabilitätskarte. Wir sehen auch
zur Orientierung die Koordinatenpunkte 862 auf beiden Karten. Wir sehen nun die Auswirkungen dieser Situation, dass der Lindenberg die ganzen Eiszeiten durch an der Oberfläche geblieben ist, haben sich Seitenmoränen aufgrund der Gletscherablagerungen rund um den Lindenberg gebildet. Wir sehen auf der rechten Seite in der Vulnerabilitätskarte, dass hier diese Wasservorkommen der Größe des Halbwilersees entsprechen. Wenn wir nun diese Größe auf den Halbwilersee legen und diese dann anschließend auf der Eiskarte wieder größenmäßig replizieren, sehen wir die Herkunft unserer Grundwasservorkommen auf dem Lindenberg. Das ist schon fast ein kleines Naturwunder. Der Lindenberg hat also Grundwasservorkommen in der Größe des Halbwilersees und das auf einer Höhe zwischen 750 und 850 Meter über Meer. Dieses Wasser ist gehalten in diesen Moränenablagerungen auf der Seite, die entsprechen den Ablagerungen der Seitenmoränen auf der Eiskarte. Was sagen nun diese olivgrün gepunkteten Flächen auf dem Lindenberg genau aus? Die olivgrüne Farbe erklärt die Vulnerabilitätsstufe, also die Verletzungsstufe, und die gepunkteten Bereiche besagen das Ausbreitungsvermögen. Wir haben hier ein Ausbreitungsvermögen in Lockergesteinen. Und aus diesem Grunde können wir sagen, dass auf diesen Gebieten sehr ergiebige Grundwasservorkommen vorhanden sein müssen. Sie sehen wieder den Punkt 862 und eingekreist darum den Standort der geplanten Windkraftanlagen. Also sie verletzen zu 80 bis 90% die Vulnerabilitätskarte der Schweiz. Wie eine Raumplanungskommission auf die Idee kommen kann, in solche Gebiete Windkraftanlagen zu planen, ist uns unerklärlich. Damit wir nun auch noch den Baugrund in diesen Gebieten festlegen können, zeigen wir Ihnen hier den Auszug aus der Karte der seismischen Baugrundklassen des Kantons Luzern. Das war ein Auftrag an das Gentechnische Institut in Bern vom 31.10.2012. Wir sehen, hier ist definiert, am Lindenberg sind durch verschiedene Bohrungen und Untersuchungen, 45 Bohrungen, mächtige Lockergesteinsablagerungen dokumentiert. Diese bestehen vor allem aus relativ inhomogenen, gestalteten risszeitlichen Moränen und Schottern. Angaben zur Lagerungsdichte dieser Sedimente liegen keine vor. Da der Lindenberg während der letzten glazialen Maximums eisfrei blieb, 13 Bohrungen, kann nicht davon ausgegangen werden, dass die mehrheitlich kiesig-sandigen Ablagerungen überkonsolidiert sind. Daher liegt eine Klassierung in die Baugrundklasse C vor. Das heißt, Ablagerungen von normal konsolidiertem und unzementiertem Kies und Sand und/oder Moränenmaterial mit einer Mächtigkeit über 30 Meter. Wir stellen nun also auf diesen Baugrund Anlagen mit 7000 Tonnen Gewicht auf einem Baugrund, der als nicht sehr stabil definiert wurde. Sie sehen auch unten die Baugrundklasse C. Sie beinhaltet mitteldicht bis dicht gelagertes Moränenmaterial. Das bringt uns jetzt zur Betrachtung, dass wenn wir wieder diese Vulnerabilitätskarte anschauen,
den Bereich dieser Windkraftanlagen, so besteht die Möglichkeit, dass diese Windkraftanlagen dieses über 120.000 Jahre erhaltene Gebiet mit diesem Moränenmaterial aufweichen, die Moränenstrukturen zerstören und dieses Grundwasser für immer abfließen wird. Und somit stellt sich die Frage, ob wir für 20 Jahre unrentable Windenergie 120.000 Jahre Wasserversorgung aufs Spiel setzen wollen. Ich bitte Sie, diese Punkte zu überdenken. Wir haben immer mehr Bevölkerungen rund um den Lindenberg. Diese müssen mit Wasser versorgt werden und wir gefährden mit diesen Anlagen akut diese Wasserversorgung. Die Interessengemeinschaft gegen den Windpark Lindenberg möchte Sie motivieren, sich im Kampf gegen diese unsinnigen Projekte mit uns zu solidarisieren. Besuchen Sie unsere Page www.windpark-lindenberg-gegner.ch oder werden Sie Mitglied und verhindern Sie mit uns die Realisierung dieses unsinnigen Projekts. Für Ihr Engagement bedanken wir uns.